Relativ häufig werde ich gefragt, so, wie misst man denn jetzt richtig? Also eigentlich sehr, sehr viele Kommentare gehen darum, okay, wie messe ich denn jetzt halt wirklich alles im Auto? Das ist wirklich ein sehr, sehr großes, langes Thema, was man nicht einfach nur in einem Video einfach so abgelten kann. Das funktioniert einfach nicht. Aber ich fange einfach an mit den Grundlagen, und zwar, was brauche ich zu messen, beziehungsweise wie messe ich richtig? Ich bin Thomas, ich mache seit 2004 Car-Hi-Fi in meiner Freizeit, habe mich schon relativ früh mit einem Messmikrofon in mein Auto gesetzt, habe ein bisschen versucht zu messen, habe es wieder weggeschmissen, habe es wieder versucht, habe es wieder weggeschmissen, habe es wieder versucht, wieder weggeschmissen. Durch Fehler lernt man dementsprechend so langsam. Ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie der super geile Autoeinmesser bin, das auf keinen Fall. Ich kenne die Theorie, ich weiß, wie man mit Equipment umgeht. Mir fehlt mit Abstand sehr, sehr viel Erfahrung in den ganzen Sachen. Also es ist nicht mein täglicher Job, irgendwie Autos einzumessen. Absolut nicht. Dafür gibt es Fachleute, die das machen. Und es gibt auch Hobbyisten, die da Spaß dran haben, tatsächlich tagtäglich im Auto zu sitzen und zu messen, zu hören, zu messen, zu hören, zu gucken und so weiter und so fort. Aber so ein bisschen Grundlagen kann ich euch definitiv vermitteln, wie es geht, keine Fehler zu machen. Das heißt, wenig Fehler zu machen, zumindest nicht die Fehler zu machen, die ich schon mal gemacht habe. Und das bringt euch, glaube ich, schon mal ein bisschen weiter. Grundsätzlich braucht man zum Einmessen, egal was ihr jetzt einmesst, ob ihr jetzt wirklich ein Auto einmessen wollt, ob ihr jetzt einen Lautsprecher messen wollt oder sonst irgendwie was, braucht man ein Messmikrofon. Das habe ich jetzt hier gerade nicht. Und man braucht eine Software zum Messen. Und man braucht auch etwas, was man abspielt zum Messen. Das heißt, man braucht eine Quelle, wo irgendwas abgespielt wird. Man braucht irgendwie eine Software, die das auswertet. Und man braucht ein Mikrofon, mit dem man das aufzeichnet. Vom Mikrofon her gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was für Mikrofone man dafür nutzen kann. Dafür mache ich ein ganz eigenes Video, ansonsten wird das hier zu lang. Von der Software her ist es so, dass es, ja, also ich habe euch schon mal ein bisschen die Helix-Software gezeigt. Da ist ein sogenannter RTA, ein Real-Time Analyzer, schon mit drin. Ebenso auch in der Eaton-Software. Also die Eaton-Software von der Stealth, die ich drin habe. Da gibt es ein integriertes RTA. Ich glaube, da kann man sogar das Mikrofon an die Endstufe anschließen. Das heißt, da ist sogar eine Soundkarte schon mit drin. Und dann kann man halt direkt über die App dann halt das RTA-Bild und so sehen. Auch ein interessantes Konzept. Und auch es gibt viele andere Software, mit denen man halt einfach messen kann. Also ich habe halt auch angefangen mit Praxis zu messen. Also Praxis, ein ganz, ganz altes Programm. Ich weiß gar nicht, ob das noch auf den modernen Rechnern läuft, aber auch da, es ist halt einfach nur, man konnte halt irgendwie das Signal, was man dann quasi mit dem Messmikrofon aufgenommen hat, auf dem Bildschirm sehen und wusste, okay, wo muss ich noch irgendwie dran drehen oder auch nicht. Welche Software man jetzt davon nutzen will, ob ich jetzt die Eaton-Software, Praxis, die Helix-Software oder REW nutzen will, kommt super einfach darauf an, was man halt irgendwie tagtäglich vor sich hat. Das heißt, wenn man eigentlich nur mit Helix-Produkten zu tun hat, dann spricht eigentlich nicht viel dagegen, einfach den RTA von der Helix-Software zu nutzen, weil dann kennt man sich damit aus, dann ist da halt alles da, wo man es haben will, und es gibt, glaube ich, sogar auch sehr nette Features, wo das dann halt direkt mit den EQs und alles gebunden werden kann. Also eigentlich, warum nicht? Wenn man jetzt aber nicht nur mit einer Helix DSP zu tun hat, sondern dann auch jemand mit einer Audison ankommt und dann halt noch jemand mit der ESX ankommt, und ESX hat da halt nichts eingebaut und Audison muss ich mir nochmal angucken, weiß ich gerade gar nicht. Und dann halt auch noch einer ankommt mit einem Mini-DSP und sonst irgendwas. Also man halt wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen hat. Das heißt, ich sage auch mal, viel im Hobbyistenbereich ist es natürlich so, dass man sich gegenseitig helfen will und dann halt hier mal einmisst, da mal irgendwie was gegenhört. Aber die ganze verschiedene Software, die kann man halt nicht alle überblicken, das funktioniert nicht. Und dann ist es halt super praktisch, wenn man eine allgemeinere Software hätte. Das heißt, eine Software, die halt nichts mit dem DSP zu tun hat, sondern einfach nur eine Software, die das, was das Mikrofon aufnimmt, dann auch auf dem Bildschirm darstellt. So eine Software gibt es. Also Praxis war früher so eine Software, die gerne genutzt wurde, die auch von der Car-Hi-Fi ursprünglich mal, da gibt es, glaube ich, in 3 oder 4 Blatt, also in 3 oder 4 Ausgaben gab es mal so ein Tutorial, wie messe ich das Auto ein. Die haben das, wenn ich mich nicht täusche, auch mit Praxis gemacht.
Aktuell, State of the Art, würde ich auch eigentlich sagen, ist REW, das heißt Room EQ Wizard, das Programm der Wahl. Room EQ Wizard ist ein Open Source Tool. Es gibt eine Pro-Version davon. Mit dieser Pro-Version kann man dann mehr Mikrofonaufnahmen machen. Was mehr Mikrofonaufnahmen sind und wie wir richtig wedeln und aufnehmen und sonstiges, das folgt in kommenden Videos. Wenn ihr euch das nicht entgehen lassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Dann kriegt ihr das mit, wenn ich ein neues Video rausbringe mit irgendwelchen lustigen, interessanten Themen. Und dann wird da auch sicherlich in Zukunft, das steht ganz fest auf der Liste halt, wie wedel ich richtig drauf sein und was muss ich einstellen. Jetzt geht es erstmal noch ein bisschen um die Basics zu messen. Okay, das heißt, ganz praktisch ist ein Programm, was ich einfach nur zum Messen nutze, was unabhängig ist von Software. Und es gibt halt auch schon Software, die dann halt die Sachen, die man in REW theoretisch als Filter virtuell einstellt, dann tatsächlich auch vom DSP übernommen werden können. Okay, wenn wir jetzt halt aber wir haben ein Messmikrofon, egal welches, wir haben jetzt die Software, das heißt REW, das ist kostenlos, kann man einfach runterladen, verlinke ich mal unten, wo man das Teil kriegt. Und dann ist es so, dass man, ja, jetzt ist man in dieser Software drin und ich habe die Software hier schon mal aufgemacht und wenn man die startet, ja, dann denkt man sich so, okay, dann kann ich hier direkt auf Measure klicken und dann geht der ganze Spaß los. So richtig falsch ist es nicht. Das heißt, kann man gut machen. Aber dafür muss man ja erstmal wissen, Room EQ Wizard ist eigentlich dafür da, um in einem Wohnzimmer die Lautsprecher einzumessen. Das heißt, das ist jetzt nicht per se dafür gemacht worden, um jetzt halt im Auto eine KiFi-Anlage einzumessen, aber dafür hat es auch alles an Bord. Aber REW hat zwei verschiedene Möglichkeiten, eigentlich mehrere, aber wir gehen nur auf zwei verschiedene Möglichkeiten ein, um tatsächlich eine Analyse vom Ton zu machen. Die erste Möglichkeit ist es, eine sogenannte, an der Stelle auch wieder eine RTA-Messung zu machen. Das heißt, wir lassen ein Rauschen laufen und nehmen das dann auf. Und die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, einen aus der Software generierten Sweep zu nehmen. Und mit diesem Sweep haben wir dann halt viel mehr Möglichkeiten, weil da dann halt auch sowas wie Nachhaltzeiten drinstehen, da dann sowas auch wie Phase drinsteht, etc. pp. Um diesen Sweep zu messen, ist es genau richtig, hier auf Measure zu drücken. Aber um einen Sweep zu messen, muss das Signal aus dem Laptop ja irgendwie in den DSP rein. Das geht auf verschiedenste Weise. Man kann sich zum Beispiel eine Soundkarte oder die Soundkarte im Laptop nehmen und die hat dann vielleicht einen optischen Ausgang oder man kann halt so ein Cinch auf Klinke-Kabel nehmen, andersrum Klinke auf Cinch-Kabel nehmen und den in den DSP reinstecken. Das heißt, da kann man verschiedene Sachen machen. Problem an dieser Art der Messung ist, dass diese Messung halt immer eine Punktmessung ist. Das heißt, normalerweise, wenn man sowas zu Hause macht, stellt man halt ein Mikrofon irgendwie auf, lässt das Teil messen und hat dann halt wirklich diesen Punkt gemessen. Im Auto ist es so, dass wir ja eigentlich nicht wirklich einen Punkt messen können. Also wir brauchen schon, es kommt im weiteren Schritte, wir brauchen schon irgendwann diese Punktmessung, um halt zum Beispiel eine Laufzeit zu nehmen. Aber eigentlich ist es so, dass wir so rechts, also unser rechtes Ohr und unser linkes Ohr irgendwie aufzeichnen wollen. Das heißt, wir wollen eigentlich so eine Mehrpunktmessung machen, weil wir wollen hier ein paar Punkte aufnehmen, wir wollen hier ein paar Punkte aufnehmen, weil der Kopf im Auto schon noch sehr signifikant ist für die ganze Abschirmung, die wir haben, die Fensterscheibe, für die Reflexionen, die kommen. Das heißt, da gibt es halt deutlich mehr als nur einen Punkt, den wir aufnehmen wollen, weil der Kopf, der ist wichtig und wir können den Kopf nicht wegnehmen und den Mikrofon in den Kopf zu stecken ist doof und das Mikrofon vor dem Kopf zu halten ist auch nicht richtig, weil dann haben wir halt die Abschirmung nicht. Deswegen ist halt diese Art der Messung, ja, die brauchen wir nachfolgend, wenn wir mal intensiver in die Materie reinsteigen. Wenn wir aber einfach nur einen Frequenzlauf sehen wollen, wie sieht das halt aktuell aus bei uns, wie ist die Kurve, dann ist das nicht der Mittel der Wahl. Dann ist was anderes der Mittel der Wahl. Und zwar dann können wir hier auf die RTA-Taste gehen und das ist tatsächlich der Realtime Analyzer. Der Realtime Analyzer von REW ist super mächtig und hat eine Menge von Funktionen. Das heißt, wenn man hier drauf geht, haben wir hier einiges, was wir einstellen können. Man könnte jetzt auf alles davon eingehen und ich habe
beziehungsweise es gibt auch schon genug Videos bei YouTube, die halt auf diese verschiedenen Sachen hier eingehen, wie was ist jetzt die FFT-Length, was nehme ich am besten bei Average, was bedeutet Window, was bedeutet der Max Overlap, etc. pp. Da sind ganz, ganz viele Sachen, die man einstellen kann. Wenn ich messe, ich habe halt hier tatsächlich, ich messe immer mit der größten RTA-Stufe, das heißt ein 48. Oktave. Alles, was hier RTA ist, heißt eigentlich, wir müssen da rosa Rauschen reinschmeißen. Wenn wir hier auf Spektrum gehen, müssten wir weißes Rauschen reinschmeißen. Rosa und weißes Rauschen, kommen wir gleich drauf, dauert nicht mehr lange. Dann, ob wir das Ding halt schon mal hier in der Ansicht irgendwie glättet haben wollen. Nein, wollen wir nicht. Die Länge ist ein bisschen abhängig, da komme ich gleich nochmal drauf. Die Durchschnitte. Ja, normalerweise, wenn man misst, dann sieht man halt immer Unterschiede. Das heißt, ich mache es gerne so, dass ich für immer, das heißt wirklich unendlich viele Durchschnitte nehme, die dann aber halt nach 100 tatsächlich stoppen lasse. Das heißt, eigentlich nehme ich nur 100 und dann gucke ich halt, dass ich ca. 50 auf der einen Seite von meinem Kopf habe und ca. 50 auf der anderen Seite von meinem Kopf. Dann habe ich tatsächlich einen Durchschnitt, tatsächlich 50-50 links, rechts. Und ich muss nicht so viel irgendwie mit dem Mikrofon hin und her wedeln. Wie man richtig wedelt, kommt sicherlich noch im anderen Video. Genau, das sind hier eigentlich schon die Optionen, die man haben kann. Ich habe hier Use Bars on RTA, das heißt normalerweise wird hier dann halt ein smoother Graph angezeigt, aber ich mache hier auch immer die Bars an, um auch zu sehen, was da wirklich los ist. Und dann halt das sind eigentlich schon alle Einstellungen und ich könnte hier auf Messen drücken und dann wird der mir jetzt tatsächlich anzeigen, was hier gerade über mein Messmikrofon reinkommt. Ich habe aktuell kein Messmikrofon dran, ich habe einfach nur ein Loopback von meiner Soundkarte dran. Das heißt, ich habe den Ausgang, den Kopfhörerausgang meiner Soundkarte einfach wieder in den Eingang reingeschoben. Das heißt, ich habe aktuell, sieht man nichts, aber man hätte theoretisch das Rauschen, also den Floor Noise, den kann man halt sehen, wenn man hier ein bisschen runter scrollt, sieht man hier tatsächlich das Rauschen, was jetzt mit 100 Durchschnitten hier quasi gespeichert wurde. Ja, okay. Das ist aber nicht das, was irgendwie interessant für uns ist. Das, was wir jetzt noch brauchen, das heißt, wir haben die Software, wir haben die Einstellungen hier, die wir einmal vornehmen, damit das halt einmal soweit richtig aufgenommen werden kann. Wir wissen, dass hier der Aufnahmeknopf ist. Und jetzt müssen wir halt noch irgendwas in den Player stecken, sei es jetzt euer Radio, sei es jetzt euer Hi-Res-Player, sei es jetzt euer Handy, sei es jetzt auf CD oder sonst irgendwas. Kassette. Ihr könnt auch das, was ihr messen wollt, auf eine Kassette tun. Aber womit misst man jetzt? Es ist so, dass die ganzen DSP-Anbieter, das heißt sowohl Helix als auch Audison etc., die bieten oft schon fertige Dateien mit. Das heißt, die geben euch ein korreliertes Rauschen, ein unkorreliertes Rauschen, die geben euch einen Pink Noise, die geben euch ein Rauschen. Es gibt genug Leute, die dann halt auch noch auf ihrer Homepage dann hier ein komplett breitbandiges Rauschen drauf haben. Dann gibt es halt Zeitschriften, die ein beschnittenes Rauschen drauf haben. Da gibt es wirklich alles. Es gibt genug Test-CDs, wo halt rosa Rauschen drauf ist. So ist es nicht. Also rosa Rauschen, da werdet ihr natürlich auf der Welt komplett überfrachtet von verschiedenen rosa Rauschens, die es gibt. Die meisten sind tatsächlich random Pink Noises, das heißt zufallsabhängige rosa Rauschens. Und die kann man nehmen, das ist gar kein Problem, das funktioniert. Aber ich bin eigentlich Fan davon, einfach dem Programm das zu geben, was er erwartet. Weil in dem Modus, wie wir das jetzt hier eingestellt haben, erwartet REW eigentlich ein korreliertes, das heißt ein periodisches Rauschen. Und zwar erwartet es das auch mit einer Sequence Length von 64K. Und also was die Einstellungen, die wir gerade gesehen haben, die sind jetzt auch die jetzt irgendwie erwartet werden. Wir gucken uns das jetzt gleich mal an, was das bedeutet und was das halt möglicherweise nicht bedeutet. Aber wie kriegt ihr denn jetzt diese Datei? Das heißt, man kann sich in REW genau dieses Signal, was dann halt im Endeffekt dann gemessen wird, kann man sich auch generieren und dann halt einfach aus Datei speichern lassen. Das ist gar kein Problem. Und dafür gehen wir hier in dem Programm einfach auf Generator. Jetzt haben wir hier verschiedene Sachen. Wir gehen auf Noise, wir gehen auf Pink Noise. Wir wählen hier Full Range aus. Das heißt halt tatsächlich, der komplette Bereich soll hier einmal abgespielt werden. Die Sequence Length, die machen wir hier auf 64K.
Lautstärke passt soweit. Und dann können wir hier einfach auf Save to File gehen. Wir nehmen Mono erstmal und können hier eingeben, okay, wie viele Wiederholungen soll das Teil haben. Das heißt, wie oft soll das hier quasi einmal durchgehen. Und ich habe hier jetzt einfach mal 440 Wiederholungen. Das bedeutet insgesamt 600 Sekunden. Also 10 Minuten sind das dann halt im Endeffekt. Das heißt, ich kriege eine Datei raus, die 10 Minuten hat. Dann klickt man hier einmal auf Wave und dann kann man sich die Datei speichern. Ich habe die Datei schon mal gespeichert. Die habe ich jetzt auch gerade abgespielt. Und jetzt können wir uns halt einfach in REW anschauen, wie das geht. Das heißt, wir klicken hier nochmal auf das Aufnehmen. Und dadurch... Ich glaube, ich habe die Lautstärke noch nicht hochgedreht. Ja. Das heißt, mein Mikrofon war noch aus. Wir machen hier nochmal aus und lassen die 100 Durchschnitte nochmal neu machen. Und im Endeffekt, ihr seht, hier bewegt sich halt auch nichts. Das heißt, das ist wie ein Strich. Das ist hier super linear. Man sieht die Soundkarte, ja, die hat hier oben ein bisschen Abfall. Aber ansonsten, wir können hier auch nochmal auf die 20 bis 200 gehen. Dann haben wir wirklich hier 20 bis 200, einmal die komplette Bild und nach 100 Durchschnittsberechnungen, Aufnahmen hat er jetzt aufgehört. Und wir können hier einmal auf Current klicken. Und wenn wir das hier gemacht haben, dann sehen wir im Hintergrund ist was passiert. Und zwar haben wir jetzt hier diese Kurve, die ist jetzt hier einfach komplett dargestellt. Das heißt, wir sehen jetzt hier in diesem Teil, sehen wir jetzt die Kurve. Und wir sehen, was wir gerade gesehen haben. Wenn man anstatt dem hier jetzt ein normales rosa Rauschen abspielen würde. Das habe ich auch vorbereitet. Jetzt habe ich zum Beispiel das Helix-Rauschen drin. Das heißt, das unkorrelierte Rauschen, was wir bei Helix haben. Ich gehe jetzt aber nur mit einem Signal in die Karte. Das heißt, wir haben eigentlich wieder ein korreliertes Rauschen, weil wir nur eine Seite davon haben. Und jetzt machen wir wieder das Gleiche. Wir machen hier wieder RTA an und klicken hier wieder auf das Symbol. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, dann sehen wir, wir haben hier deutlich mehr Gezappel drin. Und jetzt normiert sich das alles ein bisschen. Und wenn wir hier gleich bei 100 Durchschnitten kommen, haben wir auch eine sehr, sehr, sehr gerade Linie hier drin. Das heißt, wir sehen, das ist ein Ticken, das ist genau 2 dB lauter als unser aufgenommen. Das heißt, die Signallautstärke, die das Teil erstmal hat, die ist leicht unterschiedlich. Aber nichtsdestotrotz können wir hier jetzt nochmal reingehen und jetzt hier oben auf All SPL klicken. Hier klicken wir nochmal auf 20 bis 200 und hier sehen wir die beiden Kurven. Das heißt, auch die Helix RTA-Kurve ist sehr, sehr gerade, aber sie ist halt nicht hundertprozentig das, was REW jetzt gerade erwartet hat. Das heißt, REW hat eigentlich das erwartet, was wir gerade erstellt haben. Das war die perfekte Quelle für dieses Ding. Und das, was wir jetzt halt hier von ATF bekommen haben, ist ebenso gut. Das heißt, das ist jetzt nicht schlecht. Klar, wenn wir jetzt hier einmal nochmal das ein bisschen größer machen, sieht man hier, dass es Abweichungen gibt. Wenn wir hier aber einmal nochmal die Kurve, einmal ein bisschen Smoothing draufhauen, so 1/12 zum Beispiel, dann ist das hier auch schon wirklich ein sehr glattes Signal für das Programm. Also das ist ja eigentlich für den Helix RTA gewesen, diese Datei. Deswegen auch nichts gegen ATF oder die Helix-Software oder sonst irgendwas. Weil das ist halt auch richtig, was sie hier haben für ihre Software. Aber wieso nutzen wir die dann halt für REW? REW hat sein eigenes Ding und ich bin immer der Fan davon, gibt der Software doch das, was sie haben will. Deswegen generiert euch euer eigenes periodisches Rauschen, schmeißt es da drauf und das sorgt nochmal für feinere Werte in REW. In REW selber können wir hier auch Sachen benennen. Das heißt, wir können hier sagen, das ist das REW-Rauschen. Wir können hier sagen, das ist das ATF-Rauschen. Und so gibt es halt verschiedene Rauschszenarien, die man da reinspielen kann. Und so richtig rausfinden, welches das jetzt ist, kann man eigentlich nicht. Also man könnte natürlich durchtesten und schauen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, wovon ich ausgehe, dass es halt wirklich dieses Random Pink Noise ist, dann ist das halt nicht das, was wir hier mit dieser Art, wie wir hier jetzt aufnehmen wollen. Dann müssten wir halt die Einstellung ändern. Das heißt, dann müssten wir ein paar Settings ändern und dann würden wir auch nochmal an bessere Ergebnisse kommen. Ja, auch das ist klar, wenn wir jetzt halt in
REW sagen, okay, jetzt kriegst du halt zufälliges pinkes Rauschen und guck mal da drauf, würden wir das sicherlich näher dran kriegen. Aber das Optimum in REW ist ja halt einfach, wenn man die REW-File vorne reinschiebt. Wenn ihr jetzt, so wie ich, halt einfach ein Loopback habt, dann ist das hier, was ihr hier gerade seht, halt einfach die Kette von der Soundkarte. Das heißt, der Ausgang von der Soundkarte und der Eingang von der Soundkarte. Da könnt ihr jetzt quasi sehen, wie fein ist das Ding. Und ja, wie ihr seht, wenn der richtige Soundfile reinkommt, ist das Ding hier bis, ich sag mal 18, ist das Ding sehr linear und geht danach ein bisschen runter. Jetzt diese Soundkarte, die ich da habe. Was in welcher Reihenfolge am besten gemessen werden kann? Soll ich erst die Laufzeit messen, erst die Phase messen, etc. pp. Wie kann man überhaupt Laufzeit messen? Wie kann man Laufzeit mit einem USB-Mikrofon messen, ohne irgendwie einen Hochtöner anzustüpseln für eine akustische Referenz? Gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten? Vielleicht. Wenn ich euch jetzt ein bisschen scharf gemacht habe darauf, dann würde ich sagen, guckt euch noch ein paar weitere Videos von mir an und die Videos, die jetzt hier wirklich zum Folgenden der Messung kommen, kommen in den nächsten Wochen. Dankeschön, euer Thomas.